Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Im 7. Teil der Modellbauschule, da geht es ums Kleben der Teile. Warum da weniger mehr ist und viel manchmal praktisch sein kann, das möchte ich euch heute zeigen. Im letzten Teil habe ich euch die Baugruppen etwas näher vorgestellt. Wer jetzt keine Ahnung hat, wovon der Typ da am Bildschirm schwafelt, der findet die dazugehörige Folge in der Infobox. Als guten Hinweis dazu hat mir Polite3000 aka Ralf in die Kommentare geschrieben, dass es für Baugruppen auch Erfahrung braucht. Vielen Dank dafür. Im Modellbau ist Erfahrung sehr viel wert. Daher teile ich die gerne mit euch, aber wenn euch ein Punkt jedoch zu schwierig erscheint oder ihr überhaupt keine Ahnung habt, was da jetzt läuft, dann könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Meine Mailadresse findet ihr in der Videobeschreibung. Bleibt heute bis zum Schluss, denn da zeige ich euch noch, wie man Fischhäute, Gussnähte und Sinkstellen entfernt. So, jetzt aber zurück zum heutigen Thema. Hier habe ich einmal die Teile für den Unterboden. Ja, das wäre jetzt meine Baugruppe in dem Sinne oder meine Baugruppen. Ja. Wie ihr seht, ist die Radaufhängung sehr simpel dargestellt und auch der Motor da, der ist ja nur zur Hälfte da. Wie ganz am Anfang erwähnt, da habe ich mich ja für diesen Bausatz entschieden, gerade weil er so einfach aufgebaut ist, mir aber trotzdem die Möglichkeit bietet, euch diverse Techniken für den Start mit auf den Weg zu geben. Jo, praktisch alle Teile da müssen seidenmattschwarz oder schwarz lackiert werden. Hier bietet es sich jetzt perfekt an, fast alles vor dem Lackieren zu kleben. Sprich, die Vorderradaufhängung, die kann man eigentlich schon fertig montieren. Die hintere Partie da, die belasse ich aber noch einzeln, da der Motor samt Getriebe anders bemalt werden muss. Was aber nicht heißt, dass ich das jetzt nicht schon mitlackiere. In den Farben- und Klebstofffolge, da habe ich euch ja gesagt, dass man für Plastikmodellbausätze einen speziellen Klebstoff benötigt, der den Kunststoff anlöst, ne, und die Teile miteinander verschweißt. Daher kommt heute dieser Kleber da von Revell zum Zug. Ne, den bekommt man praktisch überall, wo man auch Bausätze von dieser Firma kaufen kann. Wie geht man jetzt aber genau vor? Zuerst schaut man mal, ob die Teile überhaupt zusammenpassen. Ja, da nehme ich jetzt einfach mal den Unterboden. Da müssen die zwei Dinger da mal auf der Seite rein. Und dann halte ich die mal trocken, also ohne Klebstoff, zusammen. Ja, ich füge das da jetzt mal ein. Das gehört da rein. Das muss da rein. So. In meinem Fall würde ich sagen, passt es jetzt? Ja. Und sollte ich jetzt merken, dass man dort und da noch schleifen muss, dann ist jetzt eigentlich die beste Gelegenheit dazu. Weil sobald da mal Klebstoff irgendwie dran ist, dann wird es dann ein bisschen doof. Ja. Also, die Teile passen da in meinem Fall, jetzt fehlt da nur noch der Kleber. Diesen, den trage ich wirklich in kleinen Mengen auf die Klebstelle auf. Ja, schauen wir, ob was rauskommt. So, also Klebstelle in meinem Fall ist da. Und jetzt klebe ich das da rein. Ne? Presse die Teile da jetzt drauf. Und fertig ist das Ganze. Jetzt kommt dann noch das dazu. Das muss da rein. So, da nehme ich auch wieder wenig. Jo, und jetzt kommt dann noch später das drauf. Das mache ich jetzt aber nicht, weil jetzt lasse ich das eigentlich zuerst einmal trocknen und dann
kann man das dann noch gut ankleben. So, legen wir das mal zur Seite. Wie ihr jetzt bemerkt habt, da habe ich wirklich nur sehr wenig Klebstoff genommen. Das hat den Grund, dass wenn ich da jetzt die halbe Flasche quasi draufknallen würde, der ganze Klebstoff links und rechts und oben und unten herausquillt. Und das hinterlässt sehr unschöne Flecken. Wäre da jetzt schon alles bemalt, dann wäre jetzt die Lackierung auch dahin. Ne? Daher sparsam umgehen und mit Bedacht kleben. Der verteilt sich ja eher von alleine, ne? Muss man auch bedenken. Sollte euch trotzdem mal ein bisschen was herausquillen oder irgendwo ein Tropfen so hinspritzen, nicht in Panik verfallen, lasst es einfach trocknen und schleift es nachher weg. Geht ja nicht irgendwie mit dem Finger oder so drüber, denn das zieht dann irgendwie so Fäden und das hinterlässt ganz eklige Spuren. In der Einleitung habe ich erwähnt, dass manchmal auch viel praktisch sein kann. Stimmt. Man kann nämlich diesen Klebstoff auch dazu nutzen, kleine Spalten zwischen den Teilen zu füllen. Ne? Um euch diese Technik aber zu zeigen, da muss ich jetzt da mal das ganze VW-Gedöns zur Seite legen, weil trotz intensiver Suche, sage ich mal, da habe ich keine Verbindung gefunden, an der ich das erklären könnte. Daher kommen da zwei Rohrhälften jetzt zum Einsatz. Ne? Da habe ich so ein Rohr, das habe ich auseinandergesägt, nicht so schön, aber zum Zeigen reicht's. Die zwei Rohrhälften, das könnte jetzt ein Tank beim LKW, zwei Raketenhälften oder ein glatter Flugzeugrumpf sein. Ne? Das ist ja meistens so zweiteilig ausgeführt. Hier kann ich jetzt ruhig etwas mehr Klebstoff anwenden. Wichtig ist einfach, dass ich vorher schaue, ob sich auf den Teilen feine Details befinden, die dann beim Schleifen nachher in Mitleidenschaft gezogen werden. Sollte das der Fall sein, dann rate ich jetzt speziell für Anfänger von dieser Methode aber ab. Tja, und im Gegensatz zu vorher, da gebe ich diesmal richtig viel Kleber auf die Stelle. Ja, also ich ersäufe das da direkt. Ja, hoppala. Und wenn ich das jetzt zusammendrücke, dann quillt da der Klebstoff raus. Ja? Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was ich möchte. Ja? Jetzt muss ich das zuerst einmal trocknen lassen. Und damit wir da jetzt nicht eine Ewigkeit warten, habe ich da was vorbereitet. So. Und da hat es jetzt neben dem Kunststoff, neben dem Kleber, Entschuldigung, auch Kunststoff mit herausgedrückt. Ja. Somit kann ich jetzt diese Klebestelle verschleifen. Dazu nehme ich da wieder mein 600er Papier, ja, und schleife richtig drauf los. Da darf man richtig krass drüber gehen. Wegen dem habe ich ja vorhin gesagt, wenn da feine Details drauf sind, dann ist das jetzt nicht so die super Methode. Ein Profi detailliert dann einfach wieder nach. So, da kann man richtig drauf losschleifen. Ich halte mich da jetzt auch nicht zu lang auf. Wenn das geschafft ist, dann kommt wieder das Tausender zum Einsatz. Dann gehe ich mit dem drüber. Und ist auch das geschafft, dann soll es so ausschauen wie auf der anderen Seite. Das wäre dann da. Dann ist das alles glatt geschliffen. Und die Naht, die man vorher sehen konnte, die ist jetzt verschwunden. Leider habe ich da ein bisschen einen Dreck reingebracht beim Kleben, wegen dem habe ich da so eine graue Stelle. Aber wenn ich drüber fahre, ist es komplett glatt und das Rohr schaut eigentlich wieder aus wie an einem Stück. Als Vergleich halte ich euch da nochmal das frisch geklebte Teil daneben und ich glaube, da sieht man den Unterschied ganz gut.
Erinnert ihr euch noch an die Begriffe wie Fischhaut, Auswurfmarken, Sinnstellen und so weiter? Hier habe ich jetzt zwei Teile, bei denen ich diese Ärgernisse habe. Zuerst einmal die Fischhaut. Wie ihr seht, steht da sowas weg. Ne? Das ist eben so eine Fischhaut, die ist jetzt da ein bisschen dicker. Meistens ist das ganz was Dünnes. Und diese lässt sich jetzt ganz einfach mit dem Messer, da jetzt wieder auf die Finger achten, wegschneiden. Ne? Da gehe ich da so vor, schneide ich das einfach weg. Zack. Und da auch. Zack. Und so. Weg ist. Da. Und jetzt muss ich diese Stellen eigentlich nur noch mit dem Schleifpapier versäubern und fertig. Dasselbe macht man dann auch da mit diesen Gussnähten. Na, seht ihr da? Kann ich jetzt auch mit dem Messer zuerst ein bisschen abschaben. Und dann mit dem Schleifpapier, da zuerst beim 600er und dann mit dem 1000er wieder auskleben. Das ist jetzt ein bisschen quick and dirty, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Sinnstellen und Auswurfmarken, die sind da schon ein bisschen heikler. Je nachdem, ob man sie später noch sieht, muss man diese nämlich entfernen. Auswurfmarken, die können in die Tiefe gehen, aber auch hervorstehen, so wie da. Da steht so ein bisschen was raus. Ne? Letztere, also solche hervorstehenden, die kann man einfach mit dem Schleifpapier oder je nachdem wie weit das sie rausstehen, vorher vielleicht dann mit der Klinge ein bisschen abziehen, kann man die dann wieder ganz normal auskletten. Bei Vertiefungen, also bei Sinkstellen, so wie ich es auf dieser Seite habe, da ist Spachtelmasse ratsam. Ja? Diese gibt es auch von diversen Herstellern und die wird oft unter dem englischen Namen Putty verkauft. In dem Fall, da habe ich ja wirklich ganz wenig, da brauche ich auch nicht viel davon. Ja? Daher nehme ich da jetzt einen Zahnstocher und da diese Spachtelmasse. So, und hopp. Ja. Und gebe die da jetzt drauf. So. Und jetzt muss die durchtrocknen und dann kann ich die ganz normal, wie wenn du jetzt, wie jetzt diese Auswurfmarke, kann ich dann dort ganz normal mit dem Schleifpapier wieder glätten. Wie gesagt, sieht man bei vielen Bausätzen die Auswurfmarken später nicht mehr, so wie jetzt da beim Unterboden. Ne? Habt ihr sicher vorhin auch schon bemerkt, dass da diese Punkte drauf sind. Da für mich der Unterboden immer so ein bisschen ja, hinten ansteht oder zweitrangig ist, da spare ich mir diese Arbeit meistens. Ne? Und so Sinkstellen, wie wir sie da jetzt an der Lenkstange gehabt haben, gibt es immer wieder mal, kommen aber jetzt bei ganz modernen Bausätzen auch nicht mehr so häufig vor. Fassen wir also zusammen. Beim Kleben von Plastikmodellbausätzen, da ist es ratsam, eher sparsam mit dem Klebstoff umzugehen, da er die Oberflächen angreift und eventuell aufgetragene Farbe ruiniert. In manchen Fällen kann man das aber dazu nutzen, um kleine Spalten zu schließen oder Übergänge unsichtbar zu machen. Fischhaut und Nähte bekommt man mit dem Messer und Schleifpapier in den Griff und wer möchte, der kann kleine Sinkstellen und Auswurfmarken mit Spachtelmasse füllen. Im nächsten Teil der Modellbauschule, da kommt dann schon Farbe ins Spiel, da zeige ich euch dann, wie man mit der Spraydose arbeitet und wie kleine Teile mit dem Pinsel lackiert werden. Bis dahin, da wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.